Adria bringt für das Modelljahr 2027 in der teilintegrierten Van-Baureihe einen neuen Grundriss. Die Vans, teilintegrierte, sind besonders schmale Fahrzeuge. Dieses hier beispielsweise hat nur 2,12 Meter Breite und ist dadurch besonders kompakt. Trotzdem bringt Adria hier ein ganz besonders großes Bett unter und das schauen wir uns jetzt mal an. Es handelt sich hierbei um ein Queensbett hier im Adria Compact DC und das Queensbett ist eigentlich so eine Bettenform, die man sonst eher in voll integrierten Wohnmobilen findet oder in Linern, also eher in größeren Fahrzeugen. Aber Adria schafft es hier auch in einem ziemlich kompakten Fahrzeug, so ein Bett unterzukriegen. Es gibt hier zwei Positionen für dieses Bett. Die erste Position, in der lounge ich jetzt gerade. Das ist so diese Lounge-Position, da kann man tagsüber chillen oder scrollen, sich anlehnen. Genau, und wenn man zum Beispiel scrollt auf dem Handy, hat man hier auch direkt sehr praktisch einen USB-Anschluss zum Laden und auf beiden Seiten vom Bett kommt man hier auch an einen Lichtschalter dran, auch sehr praktisch. Was nicht so ganz praktisch ist, ist hier dieser Moment, wenn ich hier runtergehe von dem Bett. Hier ist nämlich kein Lattenrost in dieser Position und man rutscht so ein bisschen runter. Der Lattenrost hier ist übrigens ziemlich gut eingestellt und neu. Und unter dem Lattenrost gibt es nochmal Stauraum. Auch ziemlich praktisch, was man hier alles unterbekommen kann. Das Tolle an so einem Queensbett ist ja auch, dass man von beiden Seiten einsteigen kann und man kommt tagsüber auch von beiden Seiten dann an den Kleiderschrank dran. Da gibt es sogar eine Kleiderstange. Hier oben sind dann noch mehr Dachstauschränke. Also man bekommt wirklich ganz schön viel hier unter und kann auch ganz bequem hier über die Treppe einsteigen. Und nachts gibt es dann die Liegeposition oder die Bettposition Nummer 2, die Liegeposition. Da ziehe ich hier einmal den Lattenrost vor und dann, hoppla, habe ich hier eine ganz lange Liegefläche. Am Fußende vom Queensbett finden wir ein kleines kompaktes Badezimmer, in dem alles drin ist, was man so braucht. Und zwar eine Toilette, die kann ich hin und her schwenken und mich dann so hinsetzen, dass ich genug Platz für meine Beine habe. Auch wieder zurückschwenken. Ich habe hier Ablagemöglichkeiten, Staufächer. Was ich besonders schön finde, sind hier diese offenen Ablagen aus Alu. Also es kommt ein bisschen weniger Plastik als sonst in den Einsatz. Dann habe ich hier dieses Waschbecken und meine Spiegelwand. Das Waschbecken hier lässt sich auch drehen, sodass ich hier, so wie ich es eben brauche, mir das zurechtschwenken kann. Und dann kann ich noch was schwenken, und zwar diese komplette Rückwand. Und dann wird aus diesem kompakten Bad eine Duschkabine. Gegenüber vom Badezimmer finde ich den Kompressorkühlschrank mit viel Platz und sogar einem Tiefkühlfach für Eiswürfel, für die Kaltgetränke im Sommer. Das ist immer besonders wichtig. Dann geht es hier in die Küche, die, wie ich finde, auch ganz schön edel gelungen ist. Ich habe hier wieder diese offenen Ablagen aus Aluminium und sogar eine Rückwand aus gebürstetem Aluminium, die ich sehr schick finde. Genauso wie diese Armatur hier und den Gasherd mit 2 Flammengaskocher. Für diesen Gaskocher gibt es übrigens nur 2 5-Liter Gasflaschen an Bord, denn fürs warme Wasser und die Heizung brauche ich kein Gas. Es gibt hier nämlich in Serie eine Dieselheizung drin. Apropos Bordtechnik, 140 Liter Frischwasser hat man hier an Bord und eine 100 Ah Bordbatterie. Also eine Weile autark stehen geht auf jeden Fall in dem Fahrzeug. Nicht nur stehen, sondern auch sitzen kann man hier ganz gemütlich in dieser Face-to-Face-Sitzgruppe mit 2 Längsbänken und den drehbaren Pilotensitzen. Diesen Tisch gibt es hier auch noch. Den kann man entweder einklappen, wenn man hier vor und zurück gehen will, oder man klappt den aus. Dann kann man hier von allen Plätzen aus gut sitzen und Abendessen, Frühstücken, Mittagessen, Kaffee trinken, whatever. Aus diesen Längsbänken hier kann man auch 2 Gurtplätze machen mit 3-Punkt-Gurten, also sehr safe und ganz neu für alle 3 Grundrisse dieser Baureihe. Man kann mit Extrapolstern und einer Umbaumaßnahme dann Sitzplätze schaffen, die nach vorne ausgerichtet sind. Man sitzt also nicht nur komfortabel, sondern auch ganz sicher in der 2. Reihe hier.
Das Basisfahrzeug für den Adria Kompakt ist übrigens entweder der Fiat oder der Citroën. Die Motoren sind in Serie 140 PS stark, aber es gibt auch Varianten mit 160 und bis zu 180 PS. Über dem Fahrerhaus ist übrigens ein Panorama-Dachfenster eingebaut. Das lässt sich auch serienmäßig öffnen, so kommt man hier schön an Luft und an Licht. Beim Design gibt es übrigens 2 verschiedene Holzfarben. Hier in der Select-Version ist es ein helles Holz, beziehungsweise eine helle Holzfarbe. Dann gibt es noch die Supreme-Variante, die hat dann ein etwas edleres und dunkleres Holzdekor. Bei den Polstern kann man sich auch noch individualisieren und austoben. 4 verschiedene Polsterstoffe stehen zur Auswahl und 3 verschiedene Lederfarben. Der Kompakt bleibt auch kompakt, was das Gewicht angeht. Und zwar 3,5 Tonnen überschreitet das Fahrzeug nicht. Der Hersteller gibt das Leergewicht mit 2,9 Tonnen an. Das müsste man jetzt natürlich noch überprüfen. Aber so bleibt auf jeden Fall genug Zuladung für bis zu 4 Personen in diesem Fahrzeug. Und der Preis? Im Grundpreis kostet es 72.000 €.